Sex sollte etwas Schönes sein. Ein Moment der Nähe und Intimität. Doch für viele Frauen ist es stattdessen mit Schmerzen verbunden. Wenn statt Freude du ein brennendes, stechenden Schmerzen oder ein unangenehmes Ziehen spürst, dann solltest du wissen, dass du damit nicht alleine bist. In diesem Video erfährst du, welche Ursache es dafür gibt und wie du mit gezielten Übungen deine Beschwerden lindern kannst. Dyspareunie bezeichnet man Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl im Intimbereich, das beim Versuch oder während der Penetration auftritt. Was sind denn die Ursachen für Dyspareunie? Die Gründe dafür sind vielfältig. Man spricht von einer multifaktoriellen Ursache, die körperlich, aber auch psychische Faktoren umfasst. Körperliche Ursachen können zum Beispiel Verletzung des Beckenbodens sein nach einer Geburt, aber auch Blasenentzündungen oder Verwachsungen und Vernarbungen in den Beckenbereich, wie zum Beispiel bei Endometriose. Psychosozialen Faktoren spielen aber auch eine große Rolle. Angst vor Schmerzen, Stress oder depressive Verstimmungen, traumatische Erfahrungen und so weiter. Und dann gibt es auch noch eine ganz wichtige Komponente, die Muskulatur. Die Beckenbodenmuskulatur kann gleichzeitig zu schwach und zu angespannt sein. Und das verstärkt dann nochmal die Schmerzen. Wie kann man dann eine Dyspareunie therapieren? Weil die Ursachen so unterschiedlich sind, braucht man es auch eine multidisziplinäre Therapie. Eine der wichtigsten Behandlungsformen ist auch die Beckenbodentherapie. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt, um die Schmerzen zu lindern und die Muskulatur wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und Gleichgewicht heißt nicht nur Anspannungsübungen zu machen, sondern ganz bewusst auch zu lernen, wie du den Beckenboden locker lassen kannst. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Diese Übung nennt man Reverse Kegel. Kegel sind ja ganz bekannte Beckenboden-Anspannungsübungen von dem Beckenboden. Und Reverse, weil es hier der Fokus nicht auf die Anspannung liegt, sondern auf die bewusste Entspannung von dem Beckenboden. Und man kann nur bewusst loslassen, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, wenn es angespannt ist. Dafür solltest du dich am besten hinlegen bzw. deinen Oberkörper irgendwo anlehnen. Die Beine stellst du dann auf. Damit du sicher sein kannst, dass deine Beine dann halt auch locker sind, nimmst du dir am besten einen Gurt oder einen Bademantelgurt und die fixierst du um deine Knie drumherum, damit deine Beine seitlich so wegfallen können. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, dass du mit der Wahrnehmung von deiner Hand arbeitest. Die zweite Möglichkeit ist, dass du einen visuellen Feedback davon bekommst, was dein Beckenboden gerade macht. Je nachdem, was du gerade so zur Hand hast. Die erste Variante mit der Hand. Du legst deine flache Hand auf den Beckenbodenbereich zwischen deine Beine in dem Dammbereich. Das gleiche kannst du aber auch einen kleinen Spiegel da hinstellen und sicher sein, dass du genau deinen Beckenboden auch siehst. Je nachdem, was du gerade zu Hause hast, suche die Variante aus, was für dich irgendwie bequemer ist. Angenommen, du nimmst die Hand, platziere deine Hand um den Beckenboden, um den Darm drumherum und leg sie einfach ganz locker drauf. Drück nicht dagegen, weil je mehr du drückst, desto weniger kannst du tatsächlich auf deiner Hand wahrnehmen. Nun stellst du dir mal vor, dass du Urin und Wind zurückhalten willst. Dabei solltest du beobachten im Spiegel, dass der Dammbereich sich inwärts bewegt. Der After schließt und auch die Scheide wird schmaler. Wenn du deine Hand jetzt hast, solltest du dabei spüren, dass bei der Anspannung, dass der Beckenboden, dass die Muskulatur sich von deiner Hand wegbewegt, zu deiner Körpermitte hinein. Du solltest nur eine leichte Bewegung spüren. Der Bauch, die Oberschenkelmuskulatur und auch die Gesäß sollten sich dabei nicht bewegen. Nun hältst du diese Spannung für ungefähr 5 Sekunden. Nachdem die 5 Sekunden vorbei sind, lass es dann einfach wieder los. Was du dann im Spiegel beobachtest, ist, dass der Beckenboden sich
eröffnet. Das bewegt sich leicht nach unten. Der Anus geht von diesem Schließmuskel, der wird leicht wieder geöffnet und der Damm bewegt sich leicht fußwärts. Wenn du jetzt mit der Hand arbeitest, solltest du dann spüren, dass der Kontakt von dem Beckenboden auf deine Hand zunimmt. Nicht drücken, aber einfach mehr Kontakt. Und nun solltest du tief in den Unterbauch einatmen. Wenn du jetzt tief in den Unterbauch eingeatmet hast, solltest du dabei beobachten oder spüren, dass der Beckenboden sich noch weiter fußwärts bewegt. In den Spiegel wirst du dann beobachten, wie der After sich etwas öffnet, der Beckenboden bewegt sich fußwärts und auch die Öffnung von der Scheide, die kann etwas mehr aufgehen. Wenn du jetzt halt nur die Hand hast, solltest du dann spüren, wie dein Beckenboden sich absenkt und der Kontakt mit deiner Handfläche nimmt zu. Und genau diese Übung nennt man dann Reverse Kegel, umgekehrte Kegel. Weil hier der Fokus nicht an der Anspannung der Muskulatur liegt, sondern auf die Entspannung. Du solltest wirklich beobachten können, wie dein Beckenboden bei der Einatmung loslässt und sich senken lässt. Für viele Patientinnen kann es hilfreich sein, mit Bildern oder Visualisierungen zu arbeiten. Und ein Bild, das ich sehr gerne nutze, ist das Bild von einer Blume. Stell dir mal vor, dein Beckenboden hat die Form von einer Blume. Nun atmest du tief in den Unterbauch ein und lenkst dann deinen Atem zu der Blume und spürst, wie bei der Einatmung die Blütenblätter in die Richtung Erde ausdehnen und bei der Ausatmung sie sich leicht wieder zusammenziehen. Und das probierst du nur noch einmal. Du atmest tief in den Unterbauch ein. Die Blütenblätter, die öffnen sich. Halte diese Ausdehnung für 10 Sekunden. Du wirst merken, dass der Beckenboden sich versucht, immer wieder zusammenzuziehen, dass die Blüten immer wieder schließen. Und du lässt es zu oder bewegst deinen Atem zum Beckenboden hin, bis er sich komplett öffnet. Halte diese Öffnung vor 10 Sekunden und dann spann es leicht wieder an, so als ob du jetzt Urin und Wind zurückhalten willst. Und diese leichte Spannung, die hältst du jetzt für 5 Sekunden, also nur die Hälfte der Zeit. Atme wieder ein, ganz langsam, lenke die Atmung zum Beckenboden hin. Die Blüten, die gehen auseinander, das eröffnet sich. Halte es für 10 Sekunden lang. Lass es zu, dass der Beckenboden sich entspannt. Nach 10 Sekunden spannst du dann den Beckenboden wieder an, eine leichte Spannung, atmest aus und lässt es zu, dass die Blütenblätter wieder zusammenziehen. Diese Atmentechnik solltest du dann für mindestens 5 Mal hintereinander durchführen. Zu Beginn kann es leichter sein, dass du diese Übung im Liegen ausführst. Dadurch, dass die Schwerkraft auf dem Beckenboden jetzt nicht so doll agiert, kann es leichter sein, dass du die Spannung und die Entspannung im Liegen besser spürst. Des Weiteren ist es aber dann wichtig, dass du auch diese An- und Entspannungsübung vom Beckenboden zum Beispiel im Sitzen übst. Und da folgst du genau den gleichen Prinzipien. Bei der Einatmung solltest du spüren, dass der Beckenboden sich nach unten bewegt, auf der Sitzfläche hinzu. Halte die Einatmung und die Entspannung vom Beckenboden für 10 Sekunden. Spanne den Beckenboden leicht an, so als ob du Urin und Wind zurückhalten willst und atme dann aus für weitere 5 Sekunden. Und zu guter Letzt solltest du dann auch in der Lage sein, im Stehen das Gleiche zu machen. Du stellst dich aufrecht hin, verlagerst dein Gewicht nach hinten, sodass du etwas mehr Druck hast auf die Ferse als auf dem Vorfuß. Und in dieser Position atmest du jetzt tief in den Unterbauch ein.
Lenke die Atmung zu deinem Beckenboden hin und du solltest spüren, wie es nach unten geht, Richtung fußwärts. Halte diese Entspannung für 10 Sekunden. Spanne dann leicht den Beckenboden an, nicht mit voller Kraft, nur eine leichte Anspannung, so als ob du Urin und Wind zurückhalten willst. Atme aus und spüre, wie der Beckenboden sich inwärts und nach oben bewegt und die Luft strömt wieder raus. Diese Übung solltest du dann mehrmals am Tag wiederholen, bis du das Gefühl bekommst, dass du selber auch Einfluss hast auf die Spannung von deinem Beckenboden. Je mehr du in der Lage bist, deinen Beckenboden locker zu lassen, desto weniger Schmerzen wirst du auch spüren. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter um die Behandlung deiner Schmerzen. Denk aber dran, dass mehrere Faktoren Einfluss darauf haben. Such dir auch weitere Hilfe. Sex muss nicht schmerzhaft sein. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!